Wir sind zurück in der Erfolgsspur. Das Heimspiel gegen Hoffenheim mit 1:0, ganz knapp, aber doch immerhin gewonnen. Jetzt geht's nach Mainz in die Mewa Arena, in den Baumarkt. Von außen sagen ja viele, es sieht aus wie so ein Baumarkt, der noch geöffnet hat. Und die sind halt auch 18. Die haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Heißt jetzt erstmal nichts, aber ich möchte natürlich auch gerne unsere Serie, die wir vielleicht gegen Hoffenheim gestartet haben, fortführen. Und dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass mein zweites Gewinnspiel von meinen Adventsgewinnspielen gestartet ist. Ihr könnt 2 Vendetta-Controller von Urage Gaming gesponsert gewinnen. Also es gibt 2 Gewinner. Zeit dazu habt ihr wieder bis Freitag, 18 Uhr. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wer sich die Controller holt und wer sich hier heute den Sieg holt. Ja, die Mainzer mit ihrer, was spielen sie, 5er-Kette, 3er-Kette? Wir spielen auf jeden Fall im 4-3-3. Das hat gegen Hoffenheim gut funktioniert. Haha, da geht schon mal einer vorbei. Und zwar Hanke Olsen und Listec hat die erste Möglichkeit. Oh, Listec aber völlig verzogen. Der ging ja 3-4 Meter vorbei. Das war nicht gut gemacht. Also bis zum Abschluss und dann versucht er mit dem Außenriss. Oha, gut. Also Außenriss ist nicht so seins. Das 4-3-3 hat gut geklappt mit einem 6er. Ja, 2 Achtern davor. Ich musste irgendwas verändern, weil die 4 Gegentore gegen Dortmund, okay, das kann passieren, aber dann auch nochmal 4 Gegentore gegen Gladbach und halt die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Vielleicht lag es halt auch mal daran, vielleicht war es an der Zeit, mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und wie macht man das? Am besten mit einer neuen Formation, einfach auch neuen Anweisungen, Laufwegen und so weiter und mal gucken. Vielleicht klappt das ja gegen Mainz, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wir sind schon wieder vorne, Wanner! Mit der nächsten Chance. Und wir machen Druck. Kudowski bleibt drauf. Wir haben den Ball. Da kommt Castañeda. Ja, Wanner, wenn er sich ein bisschen fallen lässt, hat er Platz. Er hat einen guten linken Fuß. Ja, 3-4 Chancen schon innerhalb der ersten 12-13 Minuten. Das ist richtig gut. Aber wir müssen halt auch in Führung gehen. Das bringt nichts, hier Schuss um Schuss zu sammeln. Ach, und es gab, glaube ich, wieder ein Gameplay-Update. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. Es gab mal einen, dann gab es wieder einen kleineren. Also ich weiß gar nicht, auf welchem Stand wir jetzt mittlerweile sind. Ich weiß gar nicht, der 6., 7. Patch schon, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie die Mainzer jetzt hier sich in der Offensive mal präsentieren. Galtiano, von mir aus müssen sie es gar nicht machen. DJ Sung, ich rede den Gegner schon wieder stark hier. Poso dazwischen zum ersten. Ja, aufgepasst, 50-50 Entscheidung wieder. Genau, das können sie ruhig machen. Daran sieht man, warum die Mainzer gerade auf dem 18. Platz stehen, wenn sie sich gegenseitig über den Haufen laufen. Ich habe, glaube ich, 2 Unentschieden geholt oder 3 Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. Den Rest verloren. Man muss ja nicht unbedingt gegen uns heute, oh, knapp, die Serie reißen. Oben Wanner, habe ich gesehen, lauf doch durch. Oh, er hatte doch die ganze rechte Seite. Kommt er da trotzdem irgendwie ran? Ja, nee, aber ein Einwurf. Da braucht man Geduld heute. Das ist wieder so ein Geduldsspiel. Es wird ein zähes Ring, aber wenn vielleicht das erste Tor für uns mal gefallen ist, vielleicht ist das dann wieder das berühmte Ketchup-Flaschensystem. Dann läuft, dann ist der Knoten vielleicht geplatzt. Achtung, Sieb ist vorne, auch ein guter Mann. Wir müssen ja gucken, wenn wir denn mit Münster weiterspielen sollten. Die Umfrage werde ich dann irgendwann im Saisonfinale mal starten. Dann wäre Sieb vielleicht auch eine Option, weil Philipp verlängert nicht, Jongwa verlängert nicht, Poso verlängert nicht. Deswegen bin ich schon händeringend dabei, hier neue Verteidigertalente ausfindig zu machen. Deswegen habe ich ja auch jemanden nach Ägypten, glaube ich, geschickt. Also es gäbe dann wieder einiges zu tun, ob wir dann da weitermachen oder ob wir eine komplett neue Karriere starten oder ob wir es sehr wild machen, ob wir einfach hier mal nach Jobs suchen. Das kann man ja auch machen. Das Blöde ist halt nur, wenn ich dann den Spielstand speichere und neu lade, sind halt immer wieder ganz andere Vereine. Das ist halt ein bisschen blöd. Sonst hätte ich auch mal so eine Umfrage gemacht, ja, dass man hier im selben Speicherstand halt einfach den Verein wechselt. Oh, Poso gegen Hanke Olsen. 50 Kilometer weit vorgelegt und jetzt die Chance, Wanner. Und Kudowski, der ist doch jetzt völlig frei, aber er braucht zu lang. Und dann steht natürlich wieder ein Mainzer dazwischen, wo der Ball dann halt leider abprallt. Aber Achtung, Mainz kommt. Gaetano, wir haben viel Platz über die Außen. Wir kriegen dann auch in der Mitte immer wieder einen Spieler angespielt, sei es Kudowski oder auch Philipp. Aber aufgepasst, Lee Jae-sung, ja, das stand gestern schon in der Zeitung, der Ball. Und dann ist es nach wie vor 0-0, aber wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. Wir müssen halt in Führung gehen. Das ist das einzige Problem an diesem Spiel, dass wir hier nicht in Führung gehen.
Oder bislang noch nicht in Führung gegangen sind. Vor der Pause, das wäre schon wichtig. Und ihr hört die berühmten Mainzer Fanrufe. Mainzer! Ich glaube, es gibt keine nervigeren Fangesang in der Bundesliga. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ja, er bleibt im Kopf. So, Wanner. Philipp muss eigentlich in die Mitte rein. Was macht er da außen? Da ist er verloren. Da wollte ich auch eigentlich einen Kopfballstarken reinbringen. Castañeda und jetzt Pato. Was macht der denn da vorne? Der ist Innenverteidiger. Der Kapitän hat sich einfach mal gedacht, er möchte noch die Torjäger-Kanone holen. Geht da mal mit nach vorne. Lieber ein Tor nach einer Ecke. Collins kann das aber auch, aber zu zentral auf Zentner. Also wir haben Chancen. Es fehlt das Tor. Es fehlt einzig und allein jetzt endlich mal die Führung. Vor der Pause vielleicht wäre das sehr, sehr wichtig. Aber ich spiele schon lange genug FIFA und auch EAFC, um zu wissen, was in solchen Spielen eigentlich immer folgerichtig dann passieren wird. Und dann ausgerechnet gegen den Tabellenletzten. Und ihr, denke ich, auch. Das geht halt zu leicht hier, ne? Das darf nicht sein. Es muss hier irgendeiner hin nochmal. Remberg gegen Sieb, Garciano. Und das geht dann Gott sei Dank alles zu langsam. Aus unserer Sicht, aus Mainzer Sicht natürlich schade, dass es zu langsam geht. Für uns ist das aber gut. Wir haben wahrscheinlich wieder 6 oder 7 Schüsse. Ja, 6:2 Schüsse ist auch alles okay. Auf die XG-Werte schaue ich auch gerne mal. Das sieht auch gut aus, 1,4. Weil wie gesagt, Schüsse, du kannst auch 20 Schüsse haben, wenn du einen XG-Wert von 0,5 hast. Heißt quasi, dass 18 Schüsse vorbeigehen. Deswegen, ich muss immer ein bisschen auf den XG-Wert schauen. So, jetzt könnten wir, ja, was machen wir vorne? Wir können auch Hikimoglu, aber den habe ich jetzt zum ZOM umgemünzt. Aber könnte der rein theoretisch auch noch Stürmer? Ja gut, der könnte auch Stürmer. Wir bringen mal Hikimoglu rein und machen mal was ganz Verrücktes. Und, ja, Duarte für Grudowski würde ich jetzt noch nicht wechseln. Ich lasse das jetzt erstmal so. Erstmal nur der eine Wechsel vorne. Vielleicht gelingt ja Hikimoglu heute ein bisschen mehr. Philipp, ich weiß nicht, ob der mehr als falsche 9 agieren müsste oder mehr so als, ja, hängende Spitze und vorne dann Fridjonsson. Aber wir haben halt nur Fridjonsson. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen suche ich auch da händeringend, ich glaube auch in Ägypten, nach einem neuen Stürmer. Gerne großgewachsener. Lassen wir uns mal überraschen, was uns da unser Scout zurückbringt. Jetzt kommt erstmal Grudowski, Castañeda. Ja, und jetzt müssen wir wieder Handball spielen. Das ist halt die Scheiße, auf Deutsch gesagt. Irgendwo musste ich aber mal die Lücke auftun. Da. Hikimoglu, ein Doppelpass. Ja, zu schnell. Ich habe hier Spieler von Preußen Münster. Ich will hier wieder Sachen machen, die man eigentlich gar nicht machen kann. Die Mainzer kommen über Sieb. Achtung, ich warte wieder nur auf diesen Durchbruch, dass sie sich den Ball 10 Meter weit vorlegen. Na, das war nicht gut gemacht. Also wir können uns im Prinzip nur selber erschlagen. Das ist heute ein Gegner. Oh, die haben den roten Teppich schon für uns parat gelegt und ausgerollt. Wir müssen nur noch drüber gehen. Aber Achtung, Mainz kommt über Jong. Oh. Jong war vorbei. Achtung, der Schuss kommt, Sinamoy. Oh, nicht gut. Achtung, der Rebound. Ja, wir bleiben ruhig, wir bleiben geschmeidig, wir klären das. Aber das war wirklich die allererste gefährliche Chance. Und gerade wie den Sinamoy geklärt hat, das war schon wieder nicht koscher. Da habe ich den Ball schon wieder im Tor drinne gesehen, aber Gott sei Dank nicht. Aber wir müssen drauf gehen. Ich bekomme jetzt den richtigen Spieler leider nicht. Sano. Das müsste Abseits sein. Ist kein Abseits. Amendo Sieb. Und wir klären. Also die Mainz haben sich irgendwas vorgenommen. Irgendwas ist da passiert in der Halbzeit. Aber gut, wenn sie mehr riskieren, heißt das auch für uns mehr Lücken. So ist der Plan. Jong war, ist wieder zu langsam. Es geht zu langsam. Unten ist Wanner frei. Ganz frei. Schöner Ball. Und jetzt aber an die Latte. Aber nochmal. Castañeda mit dem Rebound von weiter weg. Natürlich wird der auch wieder abgeblockt. Aber so kann es auch funktionieren. Ball an den 16er ran. Und Wanner hat natürlich die Klasse, den so zu verarbeiten. Und dann fehlen halt wieder nur Zentimeter. Leider zu genau gezählt. Aber jetzt Hikimoglu wieder. Jetzt fehlt unten einer. Ja, Listec läuft aber durch. Schade. Jetzt wird es ein offeneres Spiel. Bisschen hitziger. Auch die Mainzer wagen sich ab und an mal ein bisschen gefährlicher nach vorne. Lee gegen Poso. Ja, müssen wir eigentlich haben. Sehr gut gemacht. Der wird halt auch fehlen. Der war ist ein richtig guter, solider Rechtsverteidiger. Macht seine Aufgaben da. Gewinnt viele Zweikämpfe, obwohl er gar nicht so
ja, groß und so stämmig ist. Eher so ein schmächtiger, aber da werden wir auch wieder jemanden finden. Da bin ich fest von überzeugt. So, gut gespielt. Jetzt ist Jongwa alleine gegen alle. Jetzt muss sich einer fallen lassen. Hekimoglu am besten, aber das ist Alibi-mäßig, sagt man so gerne. Das war nicht gut gemacht. Und die Mainzer kommen über Lee, über Sieb. Oben, Achtung. Sieb gegen alle. Was macht er? Oh, der Ball, aber Jongwa passt auf. Sinamoy ist auch da und wir klemmen in so eine Viertelstunde. Ich gucke gleich nochmal, ob wir wechseln können. Was wir wechseln können. Welche Spieler wir noch auf der Bank haben. Duarte zum Beispiel. Carrasco hat gegen Hoffenheim ja auch getroffen. Wäre ja ein gutes Omen. Jetzt kommt erstmal Wanner gegen Kadero, gegen die ganze Mainzer Abwehr. Und durch die Hosenträger von Robin Zentner. Da grinst da der Paul. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, und da muss auch mal sowas funktionieren. Da braucht man auch ein bisschen Glück, dass der genau durchgeht. Aber das klappt auch in diesem Spiel. Auch in der Ultimate Team, wenn man so aus im spitzen Winkel schießt, klappt das auch häufiger. Also auch unter die Latte schießen sie die oft. Oder halt durch die Beine, so wie hier. Und Robin Zentner. Tja, Kollege, gibt eigentlich noch einen Zehner, ne? Ball durch die Beine. 6. Tor von Wanner. Aber gut, vielleicht hat es auch so mal was gebraucht, also sowas gebraucht, um dieses Spiel mal ein bisschen aufzuwecken hier, jetzt in den letzten Minuten. Jetzt bringen wir, ja okay, kann ich Hekimoglu wieder rausnehmen. Rogov vielleicht hier als Defensiver, genau, Duarte. Ja, ich brauche halt noch einen Linksverteidiger, ne? Duarte kann leider kein Linksverteidiger spielen, oder? Ne. Kann hier sonst noch einer Linksverteidiger? Ja gut, dann machen wir mal Carver für Jongwa. Und die anderen würde ich gerne noch mal lassen. Also, durch einen Geniestreich von unserem Youngster führen wir hier 12 Minuten vor Schluss 1:0. Und das auch verdient, würde ich sagen. Aber jetzt Fokus, weiter konzentrieren. Auf die Defensive. Dass wir das Ding jetzt hier nicht mehr aus der Hand geben. Dann hätten wir unseren zweiten Sieg in Folge. Auch wieder zu 0, 1:0. Aber gut, wir müssen uns halt über solche Spiele wieder zurückarbeiten in die Saison. Und die 4-3-3-Formation. Ich muss nur mal gucken, ob ich, wie gesagt, Philipp auf einer anderen Position einsetze oder ob ich Fridtjonsson von Anfang an spielen lasse. Aber ich habe halt keinen anderen. Ich habe außer Fridtjonsson keinen Kopfballstarken. Das ist leider das Problem, sonst hätte ich da längst schon mal was gemacht. Aber was nicht ist, ist nicht. Aber Paul Wanner ist, der ist on fire und der will es nochmal machen aus Spitzenwinkel. Vielleicht diesmal wieder, ja. Aber diesmal ist Zentner da. Wittmer für Neumann nochmal der Wechsel. Bei uns, das macht nochmal Wanner. Da muss ein Linksfuß ran, obwohl der noch nicht so gute Werte hat, aber das wird später nochmal was werden. Da kommt Collins angerauscht. Hekimoglu Wanner könnte abseits sein. Ja, geht ins Seiten aus. 4 Minuten noch mit Nachspielzeit. Der nächste Sieg ist zum Greifen nah, auch weil Mainz jetzt nicht unbedingt gut spielt. Also man sieht, warum sie unten stehen. Man sieht auch und merkt, warum sie Letzter sind. Das sieht auch phasenweise bis zum Strafraum ganz okay aus, aber in den entscheidenden Momenten waren wir halt da und auch Sinamoy durfte sich auch mal wieder auszeichnen. Und da können sie hinten rumstehen, das ist okay. Ich hoffe auch nur auf 1 Minute. Es gibt auch noch 1 Minute, wird der letzte Angriff sein. Achtung, Kadero, Poso ist dazwischen. Oh, aber der klärt ihn nicht gut. Mainz bleibt noch im Spiel. Kadero, Achtung. Flanke kommt, Sieb ist da, aber da war kein Druck dahinter. Und Sinamoy hält ihn fest. Der zweite 1:0-Sieg. Wir sind also wieder in der Spur. Nachdem wir uns eine kleine Auszeit genommen haben, nach 3 Niederlagen in Folge, haben wir jetzt 2 Siege in Folge. Und mal gucken, wie die anderen gespielt haben. Das ist ja da oben ganz, ganz eng, was den Kampf um die internationalen Plätze angeht. Leverkusen, Bayern 2:2. Dortmund spielt auch nur 2:2. Ich weiß, damit haben wir nichts zu tun, aber es ist ja auch interessant mal zu sehen, dass die halt auch nicht alles gewinnen. Und das ist oben. Ach, jetzt kommt wieder Leipzig. Naja, super. Also Rollenupdate für Schneider. Der hat sich wohl dann auch weiterentwickelt. Ich habe den ja auch zum linken Mittelfeld. Ach, zum Flügelmotor, genau. Zack, Rolle übernehmen. Rolle tauschen. Was bekommt er denn jetzt? Aber Rolle tauschen, warte mal. Profis können bis zu 3 Rollen mit Rolle plus Vertrautheit oder höher haben. Wähle aus, welche Rolle plus Vertrautheit du herabstufen möchtest. Flügelmittelfeld Profi. Achso, ja, ich mach das jetzt einfach mal. Dann hat er Flügelmotor, hat eine 63 schon. Ist auch eine Option, aber ich kann natürlich nicht nur mit Jungspielern arbeiten, obwohl ich das gerne machen würde. Neue Nachricht von Kaba. Ich erwarte mehr von dir.
Und dann gucke ich gleich mal genau auf die Tabelle. Job hat noch ein Angebot erhalten, aber der Transfermarkt ist doch zu. Oder gibt es den in den anderen Ländern? RKS Radomjak Radom. Ich glaube, das war aus Polen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber bei Dundee United, da habe ich doch auch schon ein Angebot. Na egal, ich nehme das auch nochmal an. Vielleicht habe ich ja wieder den Bug, dass man 2 gültige Arbeitsverträge unterschreiben kann. Warum auch immer. So, Leipzig, ein drittes Mal und dann auch ein letztes Mal in der Saison. Vielleicht kommt ja diesmal ein Sieg bei rum. Wir haben schon zweimal knapp verloren. Zweimal 2:1, beides mal zu Hause. Vielleicht gewinnen wir ja, aber ey, alleine die Startelf, ey. Wenn die wirklich so spielen, es könnte natürlich auch sein, dass noch Werner mit reinrutscht oder Ginter oder Estupinian oder Šeško, Son, Openda, Baumgartner, Uedraogo, allein vorne die ersten 4. Dann haben sie noch Hernandez, Gertruida, Raum, also im Prinzip gehen wir da als völliger Außenseiter wieder rein, aber es hat ja auch, guck, wir haben 2 aktualisierte Scouting-Berichte, da können wir auch nochmal reingehen. Es hat ja auch schon Wunder gegeben und ab und zu mal so Spiele, wo man auch mal als Sieger vom Platz geht. So, jetzt haben wir hier neue Spieler. Ich hoffe, dass das geht. Nicht, dass es wieder einen Bug gibt. Also die Serben. Oh, da sind wieder richtig gute mit dabei. Slaven Stankovic, ZDM. Der hat eine 73, 64, 67. Also wenn dann Slaven Stankovic. Der ist 17. Der könnte auch schon was für die Startelf sein, theoretisch. Und genau auf solche Spieler muss ich halt bauen. Das ist genauso wie mit den japanischen Spielern. Scouting läuft noch bis zum 17. Also quasi nach dem nächsten Spiel können wir da auch mal reinschauen. Jetzt gucken wir mal hier. Hikaru Ishinomori. Die Namen sind auch cool, ne? Boah, 78. Was sind das denn hier für Granaten? Der Issei Ishii. Der hat schon eine 78. Okay, da muss man immer aufs Potenzial so ein bisschen gucken. Aber der kann nicht verkehrt sein. 7700, ja, achso, ich habe zu viele Jugendspieler. Also den würde ich auf jeden Fall nehmen. Dann gehe ich zur Jugendmannschaft, muss ich halt wieder ein paar Leuten freigeben. Ich habe einfach zu viele Jugendspieler. Ja gut, dann können wir so jemanden zum Beispiel freigeben. Ich möchte ihn entlassen, genau. Frank Palo, okay, der ist erst 14, der hat noch 2-3 Jahre, da müssen wir immer mal drauf gucken. Der auch, der ist 14, 16, ja, ich glaube gut, hier Thierry Diakité, den können wir, glaube ich, auch freigeben. Ich hoffe, dass ich jetzt noch genug Geld habe, um dann die anderen zu verpflichten. Stipe Kovacevic. Achso, was haben wir hier? Slaven Stankovic, das hat auch eine 62. Jetzt könnte ich ja quasi hier den Japaner mal verpflichten. Den Issei Ishii, 7700. Der hat auch ein gutes Potenzial, ne? Wie alt ist der? Der ist halt 14. Verpflichte ich auch mal, warum nicht? Gut, jetzt warte ich aber nochmal auf den Bericht aus Ägypten, weil ich möchte auch noch ein paar Ägypter mir holen. So, wie sieht's hier aus? So, Jugendmannschaft. Dann gucken wir mal, was der hier für eine Gesamtstärke hat. Gut, der hat eine 68 schon. Boah, der muss hoch. Den muss ich auch zum Profi befördern. Hilft nix. Ganz, ganz kurzer Aufenthalt und Stipe Kovacevic eigentlich auch und Stankovic auch. Tja, mache ich, komm. Profi. Viele Jugendspieler. Der Vorteil ist halt auch, dass wir die für viel Geld irgendwann später verkaufen werden. Aber der Japaner, da überlege ich, ob ich den nicht von Anfang an spielen lasse. Partov 69, Collins hat eine 76, wo ist er denn? Der Ishii, der hat eine 68, was hat der sonst noch so? Der hat 4 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß. Oh, das ist eine Granate. Das ist eine richtige Granate, der wird später richtig gut werden. Dazu hat er noch Plus bei Verteidigerprofi, mitspielender Verteidigerprofi und Vorstopper. Also wenn das nicht ein Kandidat für die Startelf ist, guck mal, wir machen jetzt einfach mal so, wir machen Scherder, ich glaube, das ist der beste Innenverteidiger, den wir haben, ne? Ishii, 68. Partov, ich muss mal Folgendes machen, ich muss mal das zu meiner Formation hier machen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, boah, da müsste auch eigentlich Collins für weichen oder Partov. Also den Ishii würde ich gerne mal ausprobieren, ob ich das vielleicht im nächsten Spiel gegen Leipzig schon mache, warum nicht? Dann haben wir noch Stankovic, Kovacevic, Kuma. Also wie gesagt, wir laufen quasi über voller Talente. Nur vorne im Sturm, da hapert es halt leider ein bisschen. Na gut, also wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle. Dann habe ich mich hier schon zu lange im Menü eigentlich aufgehalten. Warte mal, wo ist denn die Tabelle hier? Also Leipzig ist Dritter, wir sind Siebter. Und wir haben immer noch Tuchfühlung auch auf die international, also auf die Champions League Plätze. International sowieso, aber auch Champions League ist nicht weit weg. Sind nur 4 Punkte. Vorsprung haben wir. Wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Mainz ist immer noch letzter. Also, das ist die Ausgangslage. Vielleicht holen wir uns ja im dritten Spiel gegen Leipzig den ersten Sieg in der Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.